Gespräch 1. Also, es ist schon 4:30. Ich gehe nach Hause. Wie, du gehst jetzt schon? Das kann doch nicht wahr sein. Du bist die ganze Woche schon früh gegangen. Ja und? Das ist doch nicht dein Problem. Doch, das nervt mich wirklich, denn am Ende muss ich deine Arbeit machen. Warum denn? Ich mache das dann morgen. Aber wenn der Chef etwas braucht, dann fragt er mich, wenn du nicht mehr da bist. Der wird schon nicht kommen. Also, bis morgen. Immer das Gleiche. Bis morgen. Gespräch 2. Hallo, Martha. Wartest du schon lange? Naja, wir waren um 5 verabredet und jetzt ist es 5:30. Und jetzt bist du natürlich sauer. Tut mir leid, ich kann dich gut verstehen. Aber die S-Bahn hatte Verspätung und deshalb habe ich meinen Anschluss nicht bekommen. Naja, das ist ja nicht so schlimm. Ich habe noch einige Nachrichten verschickt und telefoniert. Das konnte ich in Ruhe machen. Und jetzt hast du also voll und ganz Zeit für mich. Super. Genau. Aber ich wünsche mir schon, dass du in Zukunft pünktlicher bist. Da hast du schon recht. Pünktlichkeit ist nicht gerade typisch für mich. Na, das kannst du schon noch lernen. Ich glaube an dich. Also komm, jetzt lass uns losgehen. Wir haben heute noch viel vor. 1. Besuch uns doch mal. Ja, du kannst uns echt mal besuchen. 2. Was kostet das denn? Ich weiß auch nicht. Was steht denn da? 3. Es ist ja schon spät. Wollen wir jetzt essen? Aber Max ist ja noch nicht da. Komm, wir warten noch kurz. 4. So spät fährt wohl kein Bus mehr. Da hast du wohl recht. Dann nehmen wir ein Taxi. 5. Du hast Essen beim leckeren Italiener bestellt? Das ist aber eine gute Idee. Genau. Das ist aber auch lecker. Sie hören 4 Gespräche. Zu jedem Gespräch gibt es 2 Aufgaben. Entscheiden Sie bei jedem Gespräch, ob die Aussage dazu richtig oder falsch ist und welche Antwort A, B oder C am besten passt. Beispiel: Hallo Cornelius, hier spricht Julia. Hi Julia, du rufst bestimmt wegen der Hochzeit an. Genau, sie ist doch schon in 3 Wochen und Maria hat uns doch gebeten, etwas für die Kinder zu organisieren. Ja, als Erzieher sind wir dafür ja besonders geeignet. Ach komm, ich mache das gern für das Hochzeitspaar. Es soll für alle ein schönes Fest werden. Ich habe schon gedacht, ob wir einen Clown einladen, aber die sind ja meistens nicht lustig. Das stimmt. Also, Maria hat erzählt, dass es da noch so ein extra Zimmer gibt. Das können wir doch nutzen. Dann bringen wir Spielsachen aus dem Kindergarten mit und einer von uns ist da und passt auf. Das klingt gut. So ein richtiges Extraprogramm finde ich nämlich zu viel. Aber abwechselnd aufpassen, das ist sicher nicht so stressig. Und im Notfall sind ja die Eltern in der Nähe. Nummer 1 und 2. Hallo Annalena. Hallo Matteo, wie geht es dir? Wir haben uns die Woche noch gar nicht gesehen. Danke, gut. Ja, ich hatte in der Arbeit etwas Stress. Sag mal, nächste Woche ist doch das Konzert von Gentleman. Ich weiß, ich würde so gern hingehen. Aber als ich letzte Woche geschaut habe, gab es keine Karten mehr. Na, dann habe ich eine Überraschung für dich. Ich habe nämlich noch eine Karte übrig. Was? Echt? Und die könnte ich haben? Ja, ich fände es super, wenn wir zusammen hingehen würden. Total gern.
Aber wie teuer ist sie denn? So viel kann ich mir gerade nicht leisten. Um ehrlich zu sein, möchte ich sie dir schenken. Was? Warum das denn? Du kümmerst dich immer um meine Wohnung und die Katzen, wenn ich weg bin. Da würde ich dir gern etwas schenken. Ach komm, das ist doch selbstverständlich. Schließlich wohne ich gleich nebenan. Also, Nummer 3 und 4. Hallo, Frau Riedinger. Guten Tag, Herr Kaminski. Sie haben uns hier im Büro gefehlt. Ach, das ist aber nett. Wie war Ihr Urlaub? Wirklich erholsam. Ich bin nämlich dieses Jahr nicht weggefahren. Wir machen doch normalerweise jedes Jahr so eine große Fahrradrundreise. Aber dieses Jahr wollte meine Frau nicht. Sie wollte sich mal erholen. Ja, das kann ich durchaus verstehen. Genau. Und dann haben wir beschlossen, gar nicht wegzufahren. Das war sicher erholsam, aber vielleicht auch etwas langweilig? Nein, gar nicht. Wir haben viel unternommen. Dann hat uns mein Bruder mit seiner Familie für eine Woche besucht. Also die Zeit ist verflogen. Und jetzt fühle ich mich super erholt. Na, vielleicht sollte ich das auch mal machen. Also, bis später. Tschüss, Frau Riedinger. Nummer 5 und 6. Guten Abend, Esma. Hallo Joel. Na, wenigstens auf dem Elternabend sieht man sich. Wie geht's eurem Benjamin? Eigentlich gut, aber in der Schule läuft es gerade nicht so gut. Naja, wird schon wieder. Und, wie fandest du den Elternabend? Gut, die Lehrer machen einen netten Eindruck. Aber ich wusste gar nicht, dass die 7. Klasse dieses Jahr das Theaterprojekt macht. Um ehrlich zu sein, wusste ich auch gar nichts von einem Theaterprojekt. Ich dachte eigentlich, dass sie in der 7. Klasse eine Woche Klassenfahrt in die Berge machen, zum Wandern und so. Und in der 8. ist dann der Schüleraustausch mit Frankreich, oder? Genau, der Schüleraustausch ist erst nächstes Jahr. Und die Klassenfahrt findet dieses Jahr nicht statt. Aber das Theaterprojekt klingt super. Das macht Ihnen bestimmt viel Spaß. Finde ich auch. Und die Klassenfahrten sind auch nicht ganz billig. Sag mal, wollen wir noch was trinken gehen? Nummer 7 und 8. Tag, Herr Schurich. Gut, dass ich Sie hier so treffe. Hallo, Frau Flair. Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Ich habe schon gestern versucht, Sie telefonisch zu erreichen, aber bei Ihrem Hausmeisterservice war nur der Anrufbeantworter. Ja, meine Frau ist leider krank und ich war den ganzen Tag unterwegs. Im Moment gibt es überall Probleme. Gestern musste ich eine Waschmaschine im Nachbarhaus reparieren. Das hat lange gedauert. Was ist denn bei Ihnen los? Also, gestern war die Lampe im Flur kaputt, aber die hat der nette Herr Becker schon ausgetauscht. Aber ich habe noch ein anderes Problem. Ich glaube, die Klingel unten an der Tür funktioniert nicht. Jetzt muss mein Besuch immer bei jemand anderem läuten, um ins Haus zu kommen. Oben an der Wohnungstür ist aber alles in Ordnung. Das schaue ich mir gleich mal an. Sind Sie gleich zu Hause? Ja, den ganzen Vormittag. Mittags muss ich dann zur Arbeit. Okay, ich melde mich gleich bei Ihnen. Jetzt muss ich zuerst noch für meine Frau in die Apotheke gehen.
der Hase und die Frösche. Ein Hase saß auf einer Wiese und überlegte. Wer ängstlich ist, dachte er, ist eigentlich unglücklich dran. Nichts kann er in Ruhe genießen. Immer passiert etwas Aufregendes. Ich schlafe vor Angst schon mit offenen Augen. Das muss anders werden. Aber wie? So saß er und überlegte lange. Dabei war er aber immer vorsichtig und alles konnte ihn erschrecken. Eine Bewegung, ein Laut, ein Nichts. Plötzlich hörte er, wie etwas leise auf den Boden fiel. Sofort sprang er auf und rannte davon. Er lief schnell bis an das Ufer eines kleinen Sees. Da sprangen alle Frösche, kleine und große, ins Wasser. »Oh«, sagte der Hase, »sie laufen weg vor mir. Da gibt es also Tiere, die vor mir, dem Hasen, Angst haben. Was bin ich für ein Held?« Da kann jemand noch so ängstlich sein. Er findet immer noch einen größeren Angsthasen.